Imagine von John Lennon ist natürlich ikonisch. Dann würde ich halt anfangen rauszugehen, wahrscheinlich, aus dem, was man kennt. Also ich habe hier einen Sound gefunden, der hat mich inspiriert. Ich glaube, wenn ich es für mich nutzen würde, würde ich das wahrscheinlich nie im Leben spielen. So. Erkennt jeder sofort. Piano-Covers, Pop-Songs am Klavier spielen. Es ist immer die Frage, wie kriegt man die zum Klingen? Und das ist so eine Herausforderung, aber was soll schon passieren? Ich habe ja eine tolle Singer-Songwriterin, Ela Querfeld, dabei. Hi Ela. Hallo Jörg, freut mich ganz doll. Ja, was soll schon passieren? Also meistens passiert irgendwas Unerwartetes, wenn man viel live unterwegs ist. Aber ja, ich freue mich total, diese Videos jetzt mit dir zu drehen und bin total gespannt, wie unterschiedlich wir diese Sachen angehen werden. Denn im Gegensatz zu mir bist du ja nicht Singer-Songwriter, du Genau. bist eher quasi nur am Piano unterwegs, an den Keyboards unterwegs. Genau, also ich richtig? bin ja so ein Piano-Nerd dann und ich habe dann nur die Tasten und nur die Sounds und drücke mich damit aus und versuche da irgendwie einen Weg zu finden. Ja, cool. Und ja, bei Pop-Songs, da reden wir eigentlich über sehr einfache Akkorde im besten Falle. Und der erste Song, den wir uns angucken, Imagine von John Lennon, ist natürlich Ikonisch. absolut. Ja. Und genauso auch das Intro, das müssen wir nicht erfinden, das ist so ikonisch, dass wir es im Original spielen vielleicht. Ich Ja. bin gespannt. Ja, wahrscheinlich ungefähr im Original auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall gucken wir uns Klavierakkorde an und die Rhythmik und so weiter, Klavierbegleitungen. Wenn die Klavierakkorde für dich noch nicht so richtig sitzen, dann gibt es auch noch einen Workshop, den kannst du dir angucken, das How to Piano Tutorial von Ela. Und da wird es dann Ton für Ton erklärt. Wir gehen jetzt hier nicht so explizit auf jeden Akkord ein, aber das vermittelt sich schon. Ihr könnt zuschauen, wie wir das spielen. Ja, Willst du super. mal anfangen? Gerne. Für mich ist immer wichtig, dass es irgendwie machbar ist. Ne? Also ich bin halt immer als singende Pianistin sozusagen unterwegs. Das Okay. heißt, ich spiele die meisten Sachen eigentlich nur nach dem Gehör und genau, würde das wahrscheinlich ungefähr dann so bei einem Gig spielen, wenn ich spielen würde. Dann wären wir eigentlich auch schon durch. So, Erkennt jeder sofort. genau, weiß jeder sofort Bescheid. Aber du hast schon eine kleine Variation eingebaut. Die mit dem E, ne? Genau, Drin. finde Genau. ich super cool. Genau, es ist nur eine Kleinigkeit, aber bei mir ist es halt so, ich bin zwar klassisch ausgebildet, auch am Piano und habe dann auch Jazzpiano und alles gespielt, aber ich glaube, dadurch, dass ich fast immer solo unterwegs bin oder die Frau bin, die auch quasi den Bass spielen muss, gucke ich halt irgendwie, dass Bewegung entsteht. Okay, fand ich Genau. super schön. Und dann, genau, da entstehen halt solche Sachen und genau, das war nicht ganz original, das heißt, eigentlich geht es ja nur von C auf F, Genau. richtig? Genau, siehst du, baue ich schon Sachen ein und merkst gar nicht. Ja, genau. Ja, wie würdest du das denn spielen? Wie würdest du rangehen an dieses Intro? Würdest du es genauso spielen oder gleich mit Sounds arbeiten? Also ich würde es erstmal, das ist wirklich so ikonisch, das Ja. spielt man so. Aber bei mir ist halt der Sound immer wichtig und ich habe mir den nochmal angehört und dachte, der klingt ja ganz komisch irgendwie. Ne? Also heute hätte man dann so ein Klavier irgendwie, aber da sind es 2 Klaviere und das macht es so komisch. Und dann ist da so ein kleines Echo noch dabei. Ich habe das hier mal versucht nachzubauen. Also im Original ist es wahrscheinlich von den Beatles dieses Artificial Double Tracking. Also da wird mit einem Delay oder über ein Tonband wird das nochmal irgendwie in verschiedenen Geschwindigkeiten gespielt und dann entsteht so ein Delay-Effekt. Ach, krass. Keine Ahnung, also es ist ein Chorus-Delay. Ganz merkwürdig. Aber das stimmt, das klingt halt nicht nur nach nur Piano, wenn man das Genau, Original das hört, ja. ist mir aufgefallen. Ich habe dann, ob das jetzt, ich wollte es jetzt nicht genauso nachbauen, ich bin da auch pragmatisch, ich nehme dann einfach 2 Piano-Sounds, hier gibt es ganz viele Piano-Sounds und dann noch ein Echo da drauf und dann klingt das so. Ja, witzig, cool. Also ist schon da nah dran, oder? Voll, das ist wirklich super. Sehr, sehr cool nachgebaut. Sehr gut. Ich habe aber noch einen anderen Weg gefunden. Also ich habe hier einen Sound gefunden, der hat mich inspiriert. Und der hat mich erinnert an James Blake. Der hat so diesen Synth-Piano-Sound aus den 60er, 70er, hat der irgendwie in die heutige Popmusik gebracht. Und ich finde diesen Sound, ich fand den Hammer. Das klingt dann so. Zeig mal. Krass, ganz andere Welt. Wahnsinn, oder? Vielleicht will man es heute auch einfach so spielen. Ja, wer sehr weiß. geil. Cool, Ich wirklich. find den so, der hat so eine Wärme und so eine Tiefe. Voll. Wunderschön. Und da ist auch dieses Echo drin. Stimmt, ich habe es gehört. Ich habe gerade auch gedacht, wahrscheinlich, also bei mir ist es ja so, manchmal habe ich einfach
'n akustisches Instrument vor mir, manchmal habe ich irgendein Digitalpiano vor mir. Es ist wirklich immer ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, ich habe meistens keine Wahl, was für 'n Sound ich nehme. Das heißt, es muss irgendwie mit Okay. 88 Tasten bestenfalls, funktionieren. Hier hätte ich natürlich jetzt trotzdem die Wahl, Sounds zu wählen. Ich habe jetzt grad mit dem Standardsound angefangen zu spielen. Ich nehme an, also, wenn ich die Wahl hätte, würde man wahrscheinlich auch eher auf so 'n Bösendorfer Sound gehen, was so 'n bisschen Ja. weicher irgendwie ist. Ich glaube, am Ende des Tages würde ich aber nie mehr machen als das, weil es dann Mhm. irgendwie auch schnell gehen soll und an jeder Stelle funktionieren muss und ich ja nie weiß, also, da müsste ich mich ja quasi auf alle Instrumente vorbereiten, Ja klar, sozusagen. also ich meine, du Das musst dich darauf verlassen, was du da hast. Also, es ist dann Genau. eben das Piano da, was du hast und Genau, genau. Und das klingt halt damit so, muss wie's es klingt. gehen. Genau, genau, genau. Ja. Jetzt haben wir ja aber, also, das Intro, klar, das kennt irgendwie jeder. Dann, wenn man sich durch den Song arbeitet, dann hat man ja irgendwie noch 'n Pre-Chorus und den Chorus Mhm, selbst. mhm. Sollen wir die grad auch noch mal vielleicht Ja, durchgehen? leg los. Genau, also Intro haben wir gespielt. Wenn man dann aus dem Intro kommt, so, dann würde ich wahrscheinlich über eine kleine Option in dem Pre gehen. So, dann wären wir schon durch den Pre Ja. durch. So, und dann würde ich halt anfangen rauszugehen wahrscheinlich aus dem, was man kennt und 'n bisschen mehr ins Weiche, ins Begleiten gehen. Ja. Ich glaube, dass in meiner Begleitung natürlich immer wichtig ist, dass es 'ne Begleitung ist. Das heißt, ich gebe dem Gesang halt viel, viel mehr Raum und Ja, klar. deswegen würde ich wahrscheinlich aus diesem Achtelding da an der Stelle rausgehen, was ja eigentlich immer bleibt, ne? Ich glaube, das bleibt wirklich den Ja, ja, ganzen Song. das ist immer steady. Genau, was total schön ist und was natürlich total gut funktioniert. Ich glaube, das ist dann so meine Art, da Farbe Ja, reinzubringen. unbedingt. Ich finde, Ähm, das geht auch so, also wenn man auch nur diese Begleitung spielt, dann ist ja auch immer so 'n bisschen Melodie drin. ja, genau. Ich finde, das kann man auch so wirklich Solo-Piano spielen, das geht, Ja, weil ja, das stimmt, den genau. Song kennt einfach auch jeder. Das ist das Ding, ne? Alle Ich glaube, kennen das. ja, sobald man das Intro gespielt hat, wahrscheinlich auch nur 3 Töne oder 4, Ja. oder 4 Schläge, sind ja auch die Leute eigentlich immer drin. Absolut. Piano-Covers, Pop-Songs am Klavier spielen, Imagine von John Lennon schauen wir uns hier an. Und wir hatten schon den ersten Teil erörtert. Da haben wir schon sehr schöne Sachen rausgespielt. Jetzt geht es um den Pre-Chorus und den Chorus. Wie spielst du das, Ela? Also, wenn ich den Free spielen würde und das relativ schulisch quasi machen würde, Mhm. wäre es wahrscheinlich in etwa das. Mhm. Mhm. Ist nicht ganz original. Der Grund ist, ich spiele die Sachen immer aus dem Gehör. Ich höre mir die einfach an und weiß dann Mache ich ungefähr, wie auch. es genau, also, genau, so in etwa. Ich glaube, wenn ich es für mich nutzen würde, würde ich das wahrscheinlich nie im Leben spielen. Ich würde es gar nicht aushalten, nur so wenig zu spielen. Wahrscheinlich ist das auch ein Teil der Realität, aber, wahrscheinlich würde ich eher und dann wäre ich auch schon im Chorus und würde einfach gucken, dass ich dem Gesang halt ein bisschen Raum gebe. Mhm. Zum Beispiel halt auch einfach nur lege. Ja. Hope someday you will join us and the world will live as one. So, Ja, ist toll, wenn man dann auch noch singen kann. ja, Mir geht's ja anders. Ich singe nicht, genau. bloß nicht. Bloß weiß ich gar nicht. Ja, ich habe aber hier meinen Sound und muss dann irgendwie damit alles ausdrücken. Und dann versuche ich halt auch so ein bisschen Varianten der Akkorde rauszuspielen, also das irgendwie anders klingen zu lassen. Ich meine, man muss ja mit dem Material, wenn ich nur die Akkorde spiele, das ist Dur, das ist ein bisschen Moll und sind ganz klare Akkorde. Und irgendwie versuche ich das ein bisschen interessanter zu gestalten, wenn dabei auch die Gefahr ist, dass man gerne zu viel macht und dass man sonst wo landet. Aber Ja. egal, das macht ja auch Spaß. Und ja, also diesen Part kann ich ja mit meinem Piano-Sound, diesem Synth-Piano mal spielen. Ja, gerne.
leider sehr Lust, direkt dazu zu singen. Dann habe ich auch noch da eine kleine Variante. Genau, ja, hast du schon drin. Ah ja, oh. Und du machst es ja auch so, ne? Du hast ja auch jetzt schon nicht mehr dieses Achtelthema drin gehabt, ne? Was ja auch dem Sound natürlich total Ja, entspricht, damit der wirken kann. Ja, der wirkt tatsächlich nur, wenn man den auch wirklich ausklingen lässt. Ja, genau. Wenn ich den zerhacke, dann ist die Wirkung weg. Dann nimmt man besser wirklich dieses. Ja. Und das wird ja eigentlich sogar spannender durch die Achtel, ne? Das muss man halt auch sagen. Genau, Also, genau, weil das genau. ist dieses Echo dann da drin ist und ja, das funktioniert einfach dann anders. Ja. Es hängt für mich tatsächlich sehr vom Sound ab und man muss sich da, glaube ich, auch ein bisschen leiten lassen. Ich mache das sehr gerne. Ich habe diesen Sound hier drin gefunden. Aber hast du den doll zusammengebaut oder ist das jetzt eigentlich so ein Synth, den du genommen hast? Das gibt es so in dem Okay, Gerät, cool. aber ich habe den natürlich ein bisschen abgewandelt, weil der klingt im Original zu lang aus. Ah, okay. Und das würde dann so ineinander schwimmen. Ich habe also wirklich so ein Piano draus gemacht. Ne? Ja, geil. Also man kann sehr schöne Sachen damit spielen. Und ich Cool. habe sogar noch die Möglichkeit, das in der Dynamik zu ändern, wenn ich das Pedal dazu nehme. Oh, wie schön. Total geil, wie das Imagine einfach sehr ins Heute holt. Ist schön. Irre, oder? Wirklich schön. Ja, Ja, aber habe ich mir ein bisschen wie gesagt, bei James Blake. Der Ja. hat diesen Sound in sehr vielen Songs eingesetzt, also ähnliche Sounds. geil. Finde ich toll. Ja, ist auch total geil. Das Ding ist halt, ich liebe sowas total. Meine Realität ist halt meistens 88 Tasten und ein Sound irgendwie. Alleine schon, weil überall andere Instrumente stehen. Ich häufig auf akustischen Instrumenten spiele, die im besten Fall dann wenigstens gut gestimmt sind. Naja, das Problem haben wir hier zum Glück nicht. Genau, und deswegen habe ich irgendwann, glaube ich, einfach angefangen zu gucken, okay, wie kann ich es pianistisch so ausrichten, dass ich einerseits sozusagen als One Band in a Box ja, klar, funktioniere. klar. Das heißt, viel halt irgendwie mit rhythmischen Elementen versuche zu machen oder halt auch eben gerade nicht, um halt Platz für den Gesang zu schaffen und um Dynamik halt wirklich am unteren Ende anzusetzen. Und das ist halt manchmal eben vielleicht einfach nur You may say, dass einfach nur nett klingende Akkorde da irgendwie drunter klingen und der Rest schweigt bis auf die Worte und die Stimme. Absolut. Das ist natürlich Ja. eine ganz andere Welt. Genau. Wenn du dir Platz schaffst, eigentlich diese Akkorde legst und drüber singst, das ist auch fantastisch. Genau, und dann braucht es auch nicht mehr. Es sei denn, ich möchte halt eine Dynamik aufbauen. Ne? Und dann würde ich wahrscheinlich eher in so ein Achtelding gehen. Okay, dann sind wir ja schon bei den Strategien. Wie macht man das eigentlich? Genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Daraus kann man am meisten lernen. Es gibt ja bestimmte Strategien, um einen Song am Klavier zum Klingen zu bringen. Also, Ja. wir hatten jetzt eben die Rhythmik, spielt man das in Achteln oder lässt man das besser ausklingen? Ich glaube, hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche Wege gefunden. Also deine ist eher am Klavier orientiert. Total, ja. Und es ist die Begleitung dann für den Gesang auch noch. Das ist ja auch interessant für alle, die einen Vokalisten begleiten wollen. Ja, oder sich selbst Ja. auch begleiten wollen. Was ich ne? zum Beispiel sehr gerne mache. Ja. Ich spiele sehr, sehr gerne einfach die Akkorde, wenn ich jemanden begleiten kann. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Glaube ich, ja. Es ist einfach, die Harmonie ist einfach schön. Und dass man nicht zwischen zwei Personen da irgendwie eine Symbiose zu schaffen ist. Ja, unbedingt, weil man Toll. spielt das ja nicht irgendwie so im Metrum dann durch, sondern Genau. man folgt ja auch immer der Stimme und auch dem Rhythmus, ne? Ja. Also dem Tempo. Ne? Da sind ja auch so kleine Atempausen drin vielleicht. Und das ist auch viel, viel schwieriger, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das dann mit Achteln durchzuspielen. Weil ich weiß ja nicht, ob ich hundertprozentig das Timing des Sängers treffe. Es ist eine Kleinigkeit, das aber stimmt. das stimmt wirklich. Das Ja. macht einen Unterschied. Ja. Ne? Da tut man sich vielleicht selber auch einen Gefallen, wenn man das nicht ganz so stringent durchspielt, sondern einfach sagt, sing du mal. Genau, Ich gebe genau. dir mal Platz. Ja? Auch das kann ja eine Strategie sein, auch wenn ich das geübt habe. Das ist häufig ja, finde ich, das Problem. Wir lernen Sachen vielleicht auch nach Noten und dann geht man raus auf die Bühne
und dann singt plötzlich jemand dazu und plötzlich denkt man so: „Hä?“ Man ist völlig raus. Man ist völlig raus und ein bisschen lost Ja, dazu. ja, Das kann ein schönes Gefühl sein, es kann aber auch ein blödes Gefühl sein. Und ich glaube, ich mag einfach ermutigen zu sagen, ein Akkord, der einfach nur liegt, ist total schön. Und wenn man dann noch total. Optionstöne kennenlernt vielleicht, ja, wie ich jetzt zum Beispiel hier einfach gerne meine 9 mit dazu spiele oder so, Mhm. ähm, das macht die Welt ganz schön schön. Und für den Sänger Ja, macht das es ist das schön auch gesagt. ganz schön schön. Genau. Und, plötzlich klingt es immer noch total nach Imagine, aber nach dir Ja, sozusagen. ja, ich denke, das suchen wir auch, ne? Ja, Das, genau. also solche Akkorde. Richtig, genau. Kann man sich ja ein bisschen reinlegen. Ja, ne, klingt auch sehr schön offen dann Total. ja, sehr modern auch, ne? Ja, voll. Und, Sehr cool. ja, das mit so einem Sound ja, ich glaube, wir haben, sehr viele Sachen schon rausbekommen hier und, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Piano-Covers, das ist wie gesagt immer eine Herausforderung und, ich habe sehr viel gelernt von dir. Ich von Dankeschön. dir. Super, super schön. Wir haben schöne Sounds gefunden und, so kann man Imagine spielen. Sehr, sehr schön. Und, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne ein Like da, oder abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Stücke, die wir uns anschauen. Und, außerdem findet ihr die Akkorde, wenn jetzt, die Akkorde ihr noch nicht so ganz drauf habt, gibt es das Tutorial von Ela auch noch, How to Piano. Einfach mal reingucken. Die Links findet ihr in der Beschreibung zum Video, wie immer. Und danke fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.